Irgendwas mit Nazis, Hakenkreuze, irgendwas mit Fußball, Nationalmannschaft, irgendwas mit Mauerfall, Mauerfall. Hey, ich bin Jan und hier in Berlin am Leipziger Platz und auf dem Weg ins Deutschlandmuseum. Wenn du wissen willst, was dahinter steckt und ob sich dein Besuch lohnt, bleib dran. Erster schneller Schuss zur Anreise. Ich steige am Potsdamer Platz aus, in meinem Fall aus der U2 und nehme den Ausgang Leipziger Platz. Soweit, so easy. Als ich oben ankomme und nach dem Eingang suche, halte ich intuitiv Ausschau nach Deutschlandfahnen, weil ich irgendwie davon ausgehe, dass davor welche rumstehen. Aber Möb ist nicht. Das könnte einen ganz bestimmten Grund haben, den ich dir gleich verrate. Komm, lass reingehen. Ich skippe den Eingangsbereich und gehe direkt in die erste Welt. Falls du jetzt noch eine Sonnenbrille aufhaben solltest, nimm sie ab. Das Setting ist dunkel genug. Vertrau mir. Ein Lagerfeuer brutzelt gemütlich vor sich hin. Vögel zwitschern und ich bin mittendrin statt nur dabei. Das Deutschlandmuseum startet mit der Varusschlacht 9 vor Christus. Wo sie mit wem genau stattfindet, weiß keiner so richtig. Aber der Battle zwischen Arminius, Team Germanen, und Varus, Team Rom, geht in die deutsche Geschichte ein. Übrigens, rund 20.000 Römer kehren von der Schlacht nicht mehr nach Hause zurück. Nachdem ich mir nun die königliche Krone des Halbwissens aufsetzen kann, ziehe ich weiter ins nächste düstere deutsche Kapitel, das Mittelalter. Nicht erst seit Game of Thrones habe ich irgendwie einen Hang zu schönen Burgen und einer verrohten Gesellschaft. Im Deutschlandmuseum ist eine mittelalterliche Burg nachgebaut, inklusive Klirren von Schwertern und dem Minnegesang eines Burgfräuleins. Als ein Zoom Dieser Part gefällt mir richtig gut, auch weil ich mir hier ein persönliches Souvenir rauslassen kann. Mega. Bewaffnet mit Smartphone statt mit Schwert komme ich der Lösung näher, warum vor dem Museum keine Deutschlandfahnen stehen. Gibt es nämlich in ihrer Form erst seit 1848. Stichwort Deutscher Bund. Falls dir die Originalflagge nicht so taugt, dann kannst du dir von der KI deine eigene erstellen lassen. Meine erinnert mich irgendwie an so eine Art Yoga-Batikhose. Weniger ausgeglichen, aber halt leider Teil der deutschen Geschichte ist das Thema Krieg. Der Erste Weltkrieg von 1914 bis 1918 ist hier so beeindruckend nachgebaut. Ich erlebe das beklemmende Gefühl knallhart nach, wie es ist, während eines Angriffs in einem Bunker zu sein. Und wenn man denkt, es könnte nicht schlimmer kommen, dann kommt's richtig dicke. Aber lass uns mal kurz durchatmen. In den bürotauglichen Räumen des Deutschlandmuseums treffe ich Robert. Er leitet das Museum und erklärt mit seinen Worten, was das Besondere hier ist und warum man hierher kommen sollte. Wir wollen tatsächlich deutsche Geschichte im schnellen Überblick zeigen. Also tatsächlich in einer Stunde 2000 Jahre deutsche Geschichte zeigen. Für alle Leute, die glauben, dass sie noch nicht alles über Deutschland wissen, dass sie vielleicht im Geschichtsunterricht nicht ganz so gut aufgepasst haben, vielleicht noch jung sind, gar nicht so viel Geschichtsunterricht hatten oder aus dem Ausland sind und noch nicht so viel über Deutschland wissen. Das heißt, ohne Vorwissen kann man zu uns kommen und etwas über deutsche Geschichte lernen. Switch. Szenenwechsel. Wie immer im Leben gibt es nach und vor dem nächsten Tief erstmal ein Hoch. Gesellschaftlich wird die Weimarer Republik von 1918 bis 1933 super wichtig für Deutschland. Fröhliche Musik krächzt aus Grammophon, Menschen tanzen zu Charleston und der Handel mit leichten Frauen und gepanschtem Alkohol floriert. Mein Laune-Level steigt in diesem Bereich auf super happy. Leider enden die spaßigen goldenen 20er im Januar 1933. Reichspräsident Paul von Hindenburg ernennt einen gewissen Adolf Hitler zum Reichskanzler. Obwohl ich die braune Brühe von 1939 bis 1945 fast nur über Schwarz-Weiß-Dokumentationen auf NTV wahrnehme, werde ich mir doch immer wieder mal bewusst, dass nicht mal 100 Jahre zwischen damals und heute liegen. Crazy. Dieser Teil der Ausstellung liegt mir schon echt schwer im Magen, gehört aber zur Weltgeschichte und zur deutschen Geschichte dazu. Takeaway Key Fact: In beiden Weltkriegen gibt es insgesamt rund 80 Millionen Opfer. Also etwa die heutige Einwohnerzahl von ganz Deutschland. Lass mal sacken. Wie bekomme ich jetzt an dieser Stelle eine Wendung rein? Also vor der Wende ist die DDR eine ganz große Nummer in Ostdeutschland. Von 1949 bis 1990 ist der Osten Deutschlands dominiert von Dingen, die ich als Wessi kaum nachfühlen kann. Trotzdem schaue ich mir super gerne alte Ostwohnzimmer, Konsumkram und Pionierprodukte an. Ganz cool finde ich auch in diesem Bereich die Elemente zum Anfassen. Zum Beispiel, wie ein Computer damals in Ost aussieht
und wie in West. Apropos, der klammheimliche West-Superstar ist für mich David Hasselhoff. Denn er und nur er sorgt 1989 für den Mauerfall und die anschließende Wiedervereinigung Deutschlands. Danke, David. Und obwohl immer noch viele Leute, das bekomme ich als Deutschland-Reiseblogger leider oft regelmäßig mit, sich die Mauer wieder zurückwünschen, ist für mich persönlich das Zusammenwachsen von Ost und West ein echtes Happy End. Apropos, gleich ist mein Besuch im Deutschlandmuseum zu Ende. Wie findest du dieses Video? Und wie das Deutschlandmuseum? Was ist gut? Was findest du nicht so gut? Freue mich auf deinen Kommentar. Und schon liegt es hinter mir im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Besuch im Deutschlandmuseum ist vorbei. Ich kann nur sagen, komm hier auf jeden Fall mal vorbei, weil es ist ein interessantes Setting, super viele unterschiedliche Welten, in die du eintauchen kannst, verschiedene Geräusche, verschiedene Gerüche und natürlich das mehr oder weniger Komplettpaket an deutscher Geschichte. Dein Besuch wird so, ja, ich schätze mal so eine Stunde, anderthalb dauern. Und lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wie es dir gefallen hat. Oder wenn du eine Frage hast rund um deinen Besuch. Ansonsten viel Spaß im Deutschlandmuseum.